Hallo bei Rennrad News. Jetzt kommen meine Eurobike-Highlights und mein erstes Highlight ist, dass wir jetzt 10.000 Abonnenten auf unserem YouTube-Kanal haben und dafür möchte ich euch danken. Und am Ende gibt es noch ein kleines Gewinnspiel dazu, also bleibt dran. Und mein erstes Highlight auf der Eurobike ist, dass ich hier die Tour de France gucken kann. Und jetzt laufen gerade die letzten 5 Kilometer, aber ich gehe trotzdem mit euch weiter. Ich denke mal, es gibt einen Sprint, sieht ganz danach aus. Ja, und ein paar Meter weiter habe ich gleich was gefunden, nämlich Pro hat heute einen neuen Sattel gelauncht, 130 Gramm leicht, der Pro Stealth Sattel und sieht auch Stealth aus, vor allen Dingen hinten hat er so Flügel, ja, aber 130 Gramm leicht, Carbonschienen, gibt es in zwei Sattelbreiten, 142 und 152 mm und ja, eben ein richtig leichter Sattel. Ja, und mein anderes Highlight bei Shimano ist, dass es hier eine Ausstellung gibt mit richtig interessanten Gravel-Bikes. Und das erste steht gleich neben mir, das Bike von Laurens ten Dam von Unbound Gravel, Specialized Diverge STR in Teamlackierung mit Shimano GRX Di2-Gruppe und Gebrauchsspuren an der Gabel. Ansonsten ein normales Specialized Diverge STR, natürlich mit den Roval-Laufrädern und der Federung, die nicht im Sitzrohr ist, sondern die nochmal so eingebaut ist ins Sitzrohr, eben die STR-Federung. Den Test vom STR findet ihr auf Rennrad News. Ja, und das ist das Vector Ostro 200 Meilen Unbound-Finisher-Bike. Das bedeutet 360 Kilometer, also die Langdistanz. Entsprechend hat es hier auch einen Aero-Auflieger auf dem Black Ink Cockpit. Seht ihr schön noch den GPS-Halter, den braucht man bei der Distanz auf jeden Fall. Und natürlich noch die ganze Patina von Unbound dran. Und die neuen Shimano GRX Gravel-Pedale. Und jetzt kommt noch ein Bike und danach kommt schon mein größtes Highlight von der Messe bisher. Ja, und das ist das WM-Bike von Matej Mohoric, dem Gravel-Weltmeister, dem amtierenden Gravel-Weltmeister. Sieht man natürlich auch an den Farben. Ist ein Merida Silex und ich glaube, es ist ein Nachbau, nicht das Original-Bike, was man unter anderem daran erkennen kann, dass hier zwar ein Hebel ist für die Dropper-Post. Mohoric fährt ja gerne mit einer Dropper-Post zum Absenken an seinen Bikes. Auf diese Weise hat er ja auch schon mal einen Stunt gemacht bei Mailand Sanremo. Aber hier sehe ich keine Dropper-Post. Also ich denke mal, es ist ein Nachbau, trotzdem schön und mit allen Details für ein Weltmeisterbike. Und wir gehen jetzt zu Classified, denn da gibt es mein absolutes Highlight dieser Messe bisher. So, und da ist es, mein absolutes Messehighlight bisher. Und zwar ist das die Classified 1x16 Vista-Schaltung. Classified hat sich zusammengetan mit TRP. TRP kennt ihr vielleicht von den Bremsen des Herstellers und eine 1x16-Gruppe geschaffen in 2 Jahren Entwicklungszeit. Entwickler aus der Automobilbranche und deswegen hat er auch das Know-how für diese Getriebenabe. Die kennt man schon. Das ist die Zweigang-Getriebenabe, die wird über Funk angesteuert. Und jetzt gibt es dazu passende Hebel von TRP. Und an den Hebeln gibt es einen Funkauslöser, mit dem ihr direkt die Nabe ansteuern könnt. Vorher gab es dann nur so einen kleinen Button, den man irgendwie umständlich anbringen musste. Und jetzt gibt es Original Classified TRP Shifter. Und die 1x16 Gänge entstehen, weil hinten 12 Gänge an der Kassette sind und noch zweimal, also in der Narbe noch 2 Gänge, die ersetzt den Umwerfer, schön dreckgeschützt und so weiter. Und dann könnt ihr theoretisch 2x24 Gänge schalten, aber die Elektronik denkt mit und übernimmt sozusagen die Umwerferwechsel für euch und ihr schaltet einfach 16 Gänge von oben nach unten oder von unten nach oben durch. Dafür gibt es eine App, wo ihr das konfigurieren könnt, genauso wie ihr das von eurer Access-Schaltung oder von eurer Di2-Schaltung kennt, wenn ihr eine Di2 oder Access-Schaltung habt. Und so einfach ist das in der Theorie. Gefahren bin ich es noch nicht, aber für mich ist das ein absoluter Durchbruch, denn die Narbe funktioniert hervorragend, das ist eigentlich bekannt, wechselt in Sekundenschnelle die Gänge, kann man auch unter Last schalten und jetzt gibt es eine richtige Gruppe dazu. Und jetzt könnt ihr sehen, wie das funktioniert. Die Kette geht mal hoch, mal runter und das liegt daran, dass er in der Narbe sozusagen den Umwerfer betätigt und dann die Schaltung automatisch die Ausgleichsschaltungen vornimmt, damit ihr immer den passenden Anschlussgang habt. Okay, eine Sache noch, bevor wir uns das Rad anschauen. Hier ist die Kurbel, die ist auch von Classified selber und die hat jetzt hier ein 52er Kettenblatt, es gibt aber auch kleinere Kettenblätter, bei 42 geht's los und das ist eine eigene Kurbel von Classified, 630 Gramm soll das Ding wiegen, ist damit auch deutlich auf der leichten Seite.
Also wirklich eine komplette Gruppe. So, und das ist jetzt das Rad, von dem ich eben gesprochen habe, von Arno van den Broek, 200 Meilen Unbound-Finisher. Und er ist das erste Mal mit der Classified Vista Gruppe diese ganze Distanz gefahren, sozusagen Härtetest für die Gruppe und sogar 30. geworden auf dieser Distanz, obwohl er erst 2 Wochen vorher wusste, dass er starten muss. Aber kleines Detail noch, hier seht ihr mal das Schaltwerk, das eben von TRP kommt, was zur Gruppe gehört. Und dort gibt es auch einen Akku, genauso ähnlich wie bei SRAM Access Produkten. Also der Akku wird hier einfach eingeklickt. Die Schalter haben ihre eigenen Batterien und hier im Lenkerende, dort sitzt die Funkübertragung, die eben das Ganze an das Schaltwerk sendet und an den Hebel, den ihr schon kennt von der Classified-Narbe auf der anderen Seite vom Rad. Ja, und kaufen könnt ihr die Gruppe leider noch nicht. Die kommt erst im September in den Markt für Endverbraucher. Händlern bzw. Herstellern wird sie schon angeboten, aber sie wollen auch noch nicht sagen, wer die wahrscheinlich an Bord haben wird. Vielleicht die Hersteller, die ihr hier auch bei den anderen Bikes auf dem Stand seht. Ja, wir haben hier Bikes von Rose, von Focus, von Ridley, mit denen Classified schon immer sehr eng zusammengearbeitet hat. Ich glaube, die erste Classified-Narbe ist in einem Ridley erschienen. Und dann sehe ich noch einen Flyer. Ob das ein Highlight ist oder nicht, wird sich noch rausstellen. Ich finde es jedenfalls interessant, denn es ist so ein kleines Device, was hier in den Laserhelm integriert ist. Und es kostet 150 € zum Nachrüsten. Und es macht Kommunikation auf dem Fahrrad möglich. Funktioniert über eine App. Ihr könnt euch unterhalten, ihr könnt eure Musik steuern. Es hat eine Sturzerkennung, also wie diese Sturzsensoren, die ihr kennt, zum Beispiel von Specialized oder von TOC, Zen. Diese Sturzsensoren, das ist auch dort integriert und hat eine Reihe von Funktionen. Ich finde es spannend, weil es so smooth integriert ist und wirklich nicht auffällt an dem Helm. Und 150 € ist auch noch okay, finde ich, vom Preis her. So, und das ist jetzt ein Rad, das habe ich euch eigentlich ausgesucht wegen seines Designs. Ich bin hier vorbeigegangen und das Design ist mir auf den ersten Blick aufgefallen. Erinnert mich so ein bisschen an BMC, wie es früher war, mit diesen klaren Kanten. Ich finde es richtig schick. Und das Gute daran ist, es ist auch nicht so richtig teuer. Es kostet nämlich nur 2.999 €, wie es hier steht, mit Carbonrahmen, der 1.150 Gramm wiegen soll. Also nicht ein super leichter Carbonrahmen. Ist ein Allroad-Bike, also mit viel Reifenfreiheit. Soll sozusagen bereit für den Gravel sein, aber auch als Straßenrad fahrbar sein. Typisches Allroad-Bike eben. So, das ist das Alu-Gravel-Bike. Kostet 1.599 €, finde ich einen fairen Preis. Und auch mit diesem klaren Design und Reifenfreiheit bis 45 mm. Schutzbleche gibt es dazu. Klares Cockpit, aber trotzdem nicht innen verlegt die Züge. Ich finde es sehr schick. Ja, hat mich wirklich beeindruckt hier. Ja, jetzt noch eine kleine Premiere auf der Eurobike, das neue Giant Revolt. Den ganzen Artikel dazu findet ihr auf Rennrad News, da findet ihr die ausführliche Vorstellung. Was ist an dem Rad neu? Der Rahmen ist so geblieben, wie ihr ihn kennt, also schon auf Komfort betont mit dieser Diffuse-Sattelstütze und diesem Diffuse-Lenker. Natürlich eine neue Farbe, sehr schön changierend hier, aber vor allen Dingen ein Staufach im Unterrohr. Im Prinzip hat das Revolt damit die Features übernommen, die schon das Lift Devote, also das Gravelbike der Frauenmarke, eingeführt hat im Herbst. Und die gibt es jetzt eben auch am Revolt. Ich finde es sehr gut, dass es jetzt auch ein Staufach gibt, weil ich schätze die Dinger wirklich. Ja, und so sieht das Rad aus. Es gibt verschiedene Ausstattungsvarianten, alle Infos dazu im Artikel. Und jetzt gehen wir noch schnell rüber zu einer absoluten Neuheit, die es noch gar nicht gibt, die es demnächst geben wird. Deswegen steht noch Prototyp dran. Und das ist hier dieses Zeitfahrrad von Giant. Das Giant Trinity gibt es jetzt mit Scheibenbremsen. Komplett neues Rad. Ich habe gefragt, ob man irgendwas dazu sagen kann. Kann man nicht. Und ja, ist natürlich genauso windschnittig. 4-Speichenrad vorne, Scheibenrad hinten. Für Zeitfahren gemacht. Ist jetzt bei der Tour de France unterwegs. Und bei der Tour de France hat übrigens Mark Cavendish die Etappe gewonnen. Und deswegen haben die Leute auch so gejubelt im Hintergrund. Und ich habe mich auch, als ich es gehört habe, richtig gefreut für ihn. Denn er hat ja auf der ersten Etappe unglaublich gelitten. Wir haben sein Rad fotografiert bei den Tour de France Pro Bikes. Also schaut euch den Artikel auf Rennrad News an. Und wo wir schon beim Thema sind, machen wir auch gleich noch das Gewinnspiel. Also meine Frage ist, wer ist heute Zweiter bei der Tour-Etappe geworden? Und wenn ihr die richtige Antwort auf diese Frage hier unten in die Kommentare postet, dann verlosen wir für jede richtige Antwort
eine von 3 What is Love Mützen. Die Mütze, die hier schon viel gehatet wurde, aber auch schon viel geliebt wurde. Also eine von 3 What is Love Mützen zu gewinnen, wenn ihr in die Kommentare postet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da, wenn. Und morgen gibt es ein neues.